Die Innovation an dem E-Mischer, das ist zum einen der elektrische Trommelantrieb, dass wir es geschafft haben, einen gleich leistungsstarken Antrieb auszuwählen, wie auch der hydraulische Antrieb. Und auch, dass wir jetzt eine Batterie haben, die entsprechend von Gewicht, Größe und Leistung diesen Trommelantrieb entsprechend auch unterstützen und antreiben kann. Stickoxidbelastung, Lärm innerorts, das waren so die Hauptpunkte, die uns jetzt auch dazu getrieben haben, dieses Projekt aufzunehmen, weil wir auch sehen, das Thema Lärm in der Stadt ist ein großes Thema, Baustellenlärm und auch vor allen Dingen die Emissionen. Das heißt, wir können viel leiser unterwegs sein und auch wir müssen den LKW auf der Baustelle nicht mehr anlassen. Der Dieselmotor kann ausgeschaltet werden. Wir können rein elektrisch auf der Baustelle unterwegs sein. Zum einen gibt es heute die Batterietechnologie dazu. Gerade im Lithium-Ionen-Bereich ist in der Batterietechnik viel passiert in den letzten allein schon 10, 20 Jahren. Heute haben wir die Batterien, die einfach auch diese Kapazität aufweisen können. Und auch die Leistungselektronik ist heute wesentlich kompakter als früher, dass wir hier auch ein Fahrzeug entwickeln konnten, was entsprechend kompakt und auch vom Gewicht her im Vergleich zu den alten Komponenten von damals leicht ist, was ja für uns in der Branche sehr wichtig ist. Das Projekt läuft jetzt schon 2 Jahre. Wir sind haben jetzt unseren ersten Prototyp aufgebaut, unser erstes Erprobungsfahrzeug und werden dann ab dieses Jahr, Ende dieses Jahres auch in Serie gehen. Die Entwicklung geht dahin, wir reden ja heute auch von einem vollelektrischen LKW und das ist auch unser Ziel, dann unseren Mischer auf einen vollelektrischen LKW aufzubauen, damit wir auch innerorts vollelektrisch unterwegs sein können und überhaupt keine Stickoxide mehr ausstoßen und entsprechend wirklich da auch umweltbewusst grün unterwegs sind.